Neon Genesis Evangelion hat 1995 und 96 die Anime-Landschaft grundlegend verändert. Es hat die Waifu-Wars ins Leben gerufen, den Stereotyp Tsundere zwar nicht erfunden, aber populär gemacht und trug auch viel dazu bei, introspektivere, erwachsenere TV-Anime groß zu machen. Was mich nur überrascht, inhaltlich wurde Evangelion nie wirklich kopiert. Im Großen und Ganzen ist Evangelion eine Geschichte darüber, wie das Entdecken der Sexualität Leute ruiniert. Am bekanntesten dafür dürfte der Anfang von End of Evangelion sein. Selbst viele Liebesdramen erkunden das Thema nicht ansatzweise so komplex wie Eva. Aus der heutigen Zeit fallen mir nur zwei Beispiele ein, die das Thema Erwachen der Sexualität komplexer erkunden. Zum einen O Maidens in Your Savage Season, wozu ich letztes Jahr ein Ich-Liebe-Video machte, und zum anderen Darling in the Franxx, worum es heute gehen soll. Und damit ein herzliches Willkommen von mir, Miki, zu diesem Video-Essay. Auf der Anime Expo 2017 kündigte Trigger einen neuen Original-Anime an, der gemeinsam in Zusammenarbeit mit A1 Pictures entstehen würde. Das Internet drehte durch. Ein Grund dafür ist, dass Trigger in der Fangemeinde nun mal einen hohen Status hat. Auf der anderen Seite betrachten viele auf einer oberflächlichen Ebene A1 Pictures als schlechtes Anime-Studio, womit Vorfreude und Skepsis hoch waren. Und als die erste Folge schließlich rauskam, waren Leute verwirrt. Feminine Mechas, die mit einer Doggy-Style-Position gesteuert werden? Ernsthaft? Ich erinnere mich noch daran, wie anfangs Diskussionen entstanden, ob Darling in the Franxx nur für eine cisgender-heterosexuelle Zuschauerschaft wäre, was irgendwo unsinnig ist. Und das war bei weitem nicht die einzige Diskussion rund um die Serie. Von einer Sprecherin, die Morddrohungen bekam, weil ihre Figur etwas Gewagtes machte, zu Trigger wäre aus der Produktion ausgestiegen, weil ihr Name nach der Hälfte der Serie nicht mehr in den Credits stand. By the way, funktioniert das nicht so einfach, man kann nicht einfach die Produktion einer Serie verlassen. Laut einem Livestream von Trigger mit Yo Yoshinari hat Regisseur Atsushi Nishigori ausgesucht, welches Studio an welcher Episode arbeitete. Beides sind übrigens Menschen, die schon in der Vergangenheit an Evangelion arbeiteten. Yoshinari machte viele Key Animations für die ursprüngliche Serie und Nishigori war Animation Director Assistant beim ersten Rebuild-Film. So waren Evangelion-Vergleiche zum Start von Darling in the Franxx nicht weit vom Fleck, auch danach nicht. Und das erinnert mich an eine Sache. Neon Genesis Evangelions Ende ließ viele Zuschauer wie aber auch Angestellte bei Gainax unzufrieden zurück. Die Theorien, warum die letzten 2 Folgen nun so sind, wie sie sind, reichen weit. Budget verplant oder plötzliche Budget-Cuts, das Material verschwand irgendwie. Aber was auch immer passierte, Leute waren nicht happy. Und auch hier erhielt das Studio Morddrohungen, die später sogar an End of Evangelion zu sehen waren, was letzten Endes die Antwort auf diese Unzufriedenheit war, welche mit einer Art Mittelfinger serviert wurde, wenn man bedenkt, wie viel düsterer das Ende dieses Films ist im Gegensatz zur Serie. Nachdem Gainax nach Panty and Stocking with Garterbelt so langsam zerfiel, Jahre vorher ging schon Hideaki Anno und nahm zahlreiche Leute zu seinem neuen Studio Kara mit, wurde aus dem verbleibenden Rest Studio Trigger. Nishigori aber ging zu Cloverworks, was zu der Zeit noch A1 Pictures direkt unterstand und somit ihr einziges Inhouse-Team war, wo er Idolmaster-Regie führte. Warum ich die vorangegangene Unzufriedenheit mit dem Ende von Evangelion erwähne, liegt an Darling in the Franxx Ansatz zur Sexualität, welche die Düsterheit von Evangelion komplett auf den Kopf stellt. Beide Serien spielen nach einer großen Apokalypse, die die Welt, wie wir sie kennen, komplett veränderte. In Evangelion ist das Entdecken der Sexualität im Grunde genommen die Schuld daran, dass die Welt unterging. In Darling in the Franxx jedoch ist das Ablehnen der Sexualität der Grund und das Wiederentdecken ist, was die Welt wieder in Ordnung bringt. Wollen wir mal endlich zum eigentlichen Thema kommen, was? Ab hier werden Spoiler zu Darling in the Franxx leider nicht mehr vermeidbar sein, wobei ich den eigentlichen Plot außen vor lassen werde, aber im Detail auf die Entwicklung von Figuren eingehen werde. Sollte euch das also stören, seid ihr jetzt gewarnt. Ganz kurz die Basics für alle, die die Serie nicht unbedingt kennen. In der Serie lebt die Menschheit in sogenannten Plantations, Kapseln, die durch die Wüstenwelt der Erde laufen. Sie werden dabei regelmäßig von Kyoryu angegriffen, Monster, dessen japanischer Name, der auch im deutschen Dub benutzt wird, an Dinosaurier angelehnt ist. Der einzige Weg, die Kyoryu aufzuhalten, sind die Franxx, die am Anfang erwähnten femininen Mechas, die von 2 Piloten, jeweils einem Mädchen und einem Jungen, gesteuert werden, wobei das Mädchen vorne ist und ihren Hintern Richtung Jungen ausstreckt, der wie normal in einem Cockpit sitzt. Cockpit ist ein zu passendes Wort für diese Situation. Jedenfalls können diese Mechas nur so gesteuert werden, wie Anime üblich auch nur von Jugendlichen, was ein Trope ist, das Evangelion auch populär gemacht hat. Wie auch in Evangelion gibt es einen starken Kontrast zwischen dem Leben der Erwachsenen und der Kinder. Die Erwachsenen in Darling in the Franxx wurden künstlich unsterblich gemacht, mit den Kosten, keine Kinder mehr bekommen zu können. Aus dem Egoismus heraus wollten natürlich die meisten Menschen unsterblich werden, was dazu führte, dass es einen Grund weniger für Sex gab und sich so eine immer asexualisierte Gesellschaft aufbaute, die sich schließlich sozialen Interaktionen komplett entsagte, was man in Episode 11 sieht, wenn Zorome mit einer älteren Dame redet, die allein von dem Gespräch schnell müde wird, weil sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesprochen hat. Nicht einmal mit ihrem Ehemann, womit sie sogar ein seltenes Beispiel eines Menschen ist, die einen solchen Brauch noch nachgehen. Die Kinder in der Serie hingegen werden zuerst im sogenannten Garden unterrichtet, der fast schon an die Menschenfarm in The Promised Neverland erinnert, wo unbrauchbare Kandidaten ganz einfach aussortiert werden. Denn es gibt eine Spritze, die die Leistung der Kinder erhöhen soll, allerdings hat die Behandlung auch eine hohe Todesrate zur Folge.
Anschließend werden die Kandidaten in einen abgesteckten Raum in der Plantation untergebracht, wo sie keinen Kontakt zur Außenwelt haben, abgesehen von einer Vater- und einer Mutterfigur. Wie man schnell bemerkt, wissen die Kinder nichts von dem menschlichen Leben, welches wir als normal bezeichnen würden. Sie wissen nicht einmal, was ein Kuss ist, und aus simplen Gründen. Kinder sind die Piloten, weil sie noch Jungfrauen sind und nur solche, die Frank steuern können. Die Jungfräulichkeit verliert man mit der Unsterblichkeit, sowie selbstredend nach Sex, worüber die Kinder dementsprechend nichts wissen dürfen. Das Thema einer asexuellen Gesellschaft zeigte sich auch in Hideo Kojimas Death Stranding als kontroverses Thema, als in einer Nachricht, die man im Spiel finden kann, einigermaßen negativ über Asexualität geredet wurde. Und als Generelles möchte ich diese Aussage nicht verteidigen. Auch ich befinde mich auf dem asexuellen Spektrum und glaube einfach, dass Kojima nicht sonderlich Ahnung von LGBTQ+-Kram hat. Doch muss man auch verstehen, in welcher Welt sowohl Kojima wie auch die Autoren hinter Darling in the Franxx leben. Japan schreibt Jahr für Jahr neue Rekordtiefen in den Geburtenraten. 2019 kamen in Japan gerade mal unter 9000 Kinder zur Welt, indes 1.376.000 Menschen starben. Die Anzahl an Kindern bis 14 Jahren in Japan beträgt 15,12 Millionen. Das sind 12% der gesamten Bevölkerung, was ein Rekordtief seit 1950 ist, in welchem Jahr die Aufzeichnung begann. Die Japaner leben in Angst vor dem Aussterben, um es drastisch zu sagen. Weniger Kinder heißt weniger Beschäftigte, heißt weniger Rente und weniger Menschen in systemrelevanten Jobs, die sich um die alte Bevölkerung kümmern. Und das liegt simpel ausgedrückt zu einem großen Teil daran, dass die Japaner einfach keinen Bock mehr auf Sex haben. Laut Umfragen wird die Zahl an sexlosen Ehen immer größer und die Anzahl an Menschen, die keine Beziehung haben, auch. Die Gründe sind unterschiedlich. Viele suchen zu lange nach dem richtigen Partner, vielen ist Sex zu viel Stress, allerdings werden auch die sozialen Fähigkeiten von jungen Japanern immer schlechter. 1995, zu Zeiten Evangelions, war die Geburtenrate noch bei 9,672 auf 1000 Menschen, während die Todesrate bei 7,143 auf 1000 Menschen war, und Japan war unterwegs zu einem Rekordhoch der gesamten Einwohnerzahl. Zwar war schon 1995 abzusehen, dass die Bevölkerung zurückgehen wird, da die Rate, in der Japans Bevölkerung zunahm, immer langsamer wurde, aber das Problem der überalterten Bevölkerung wurde noch lange nicht so ernst genommen wie heute. Das erklärt die völlig verschiedenen Ansätze an Sexualität, die Evangelion und Darling in the Franxx haben, da sie in zwei völlig verschiedenen Umfeldern entstanden. Während die Kinder und auch Teile der Erwachsenen in Eva am Entdecken der eigenen Sexualität zerbrechen, weil ihnen völlig falsche Werte vermittelt wurden und so gewisse Komplexe entstanden, ist Sex im Prinzip das Mittel zur Bekämpfung der Feinde in Darling in the Franxx. Im ersten Moment mag das komisch klingen, da die Figuren in Franxx immerhin jungfräulich bleiben müssen, doch ist das Steuern eines Franxx ein ähnlicher Akt, bei dem die zwei Piloten sich miteinander verknüpfen. Zusätzlich lässt sich ein Franxx nur bedienen, wenn die Harmonie, was in Japan sowieso ein wichtiges Thema ist, der beiden Piloten funktioniert, sowie eben auch nur guter Sex für beide entsteht, wenn sie ein gutes Paar sind. Die Kinder werden im Prinzip in eine heterosexuelle Beziehung hineingezwungen. Wer nicht funktioniert, wird fortgeschickt. Einerseits baut es einen enormen Druck auf die Kinder auf, zweierseits werden sie alle in die gleiche Form Beziehung gezwungen, aber Liebe äußert sich nun mal nicht immer auf die gleiche Weise, und dreierseits passt auch nicht jedes Kind in dieses binäre Bild. Den Anfang zur Besprechung der Figuren müssen wir klar mit unseren Hauptfiguren machen. Hiro und Zero Two. Zero Two ist eine Außenseiterin. Sie kommt von einem anderen Team zu den 13ern, also unseren Hauptfiguren, in der Hoffnung, sie würde dort einen Partner finden. Denn in der Vergangenheit starb jeder ihrer Partner spätestens nach dem 3. Mal im Cockpit. Hiro, der gerade seine letzte Partnerin verlor, weil sie nicht kompatibel waren, ist bereit, mit ihr ins Cockpit zu gehen. Er würde mittlerweile alles dafür tun, um nur einmal einen Franxx zu steuern. Und siehe da, es funktioniert. Zero Two ist anders. Sie ist kein Mensch. Sie hat 2 Teufelshörner auf dem Kopf und wurde im Garten privat unterrichtet. Sie ist dementsprechend viel reifer als alle anderen. Sie weiß sogar, was Küssen und was Sex ist. Hiro ist der erste Partner, dem sie vertraut und daher eine enge Bindung mit ihm eingehen will. Sie hat keine Scheu, sich nackt vor ihm zu zeigen und möchte ihn küssen. Diese Beziehung wird von den anderen im Team jedoch abgelehnt. Zum einen, weil Zero Two so anders ist und zum anderen, weil sie offen ist mit Beziehungen, was die anderen nicht gewohnt sind. Zero Two und Hiro gehen als erste der 13er eine tiefgehende Bindung ein, womit die asexualisierten Kinder nicht klarkommen. Sie füttert ihn, will ständig Zeit mit ihm verbringen, geht mit ihm auf das Jungenzimmer. Sie verschmilzt die Grenzen, die sich Jungen und Mädchen aufgebaut haben. Die Beziehung der beiden ist für mich eines der größten Pluspunkte der Serie. Die zwei geben einander nicht auf, sie sind ehrlich und ergänzen sich. Sie sind wahrlich in Harmonie. Als ich letztes Jahr Bloom Into You und viel später Given sah, fiel mir etwas auf. Diese 2 Titel sind wesentlich bessere Romanzen als die meisten Anime-Romanzen, da sie mit aller Ehrlichkeit die Bindung der Figuren darstellen und warum sie sich lieben. Heterosexuelle Romanzen machen das nicht so wirklich. Es ist eben ein Junge und ein Mädchen, die sollen sich halt lieben. Und deswegen denke ich, dass Given und Bloom Into You mehr in die Tiefe gehen, was das angeht. Weil der durchschnittliche Zuschauer eben nicht automatisch eine Romanze zwischen 2 Gleichgeschlechtlichen erwartet. Darling in the Franxx ist da anders. Zero Two und Hiro lieben sich über alles und ich verstehe auch warum. Ich habe gesehen, was sie durchgemacht haben. Und das waren keine
üblichen Missverständnisse wie in einer Rom-Com, sondern ein Hass von den anderen. Mit der Zeit akzeptieren die anderen Zero Two und diese Beziehung und bemerken, dass auch sie solche Gefühle innehaben. Ichigo, die auf Hiro steht und damit klarkommen muss, dass dieses Gefühl keine Erwiderung findet. Gleiches gilt für Goro, der auf Ichigo steht. Auch ein zweites Liebespaar unter den Hauptfiguren bildet sich, worauf ich gleich näher eingehe. Zero Twos und Hiros Liebe sind das Vorbild für alle zukünftigen Beziehungen dieser Welt und den Wiederaufbau der Menschheit. Sie sind die Hoffnung. Machen wir mit unseren zwei queeren Figuren im Maincast weiter, Ikuno und Mitsuru. Mitsuru zeigt sich von Anfang an ablehnend gegenüber unserer Hauptfigur Hiro, was daran liegt, dass sie sich ein Versprechen im Garten gaben. Wir steuern gemeinsam einen Franks. Hiro kann sich an dieses Versprechen jedoch nicht erinnern. Übersetzen wir die simple Metapher, ist klar, dass Mitsuru Gefühle für Hiro hegt und hier kommen wir zu einem weiteren Streitpunkt in der Serie. Nachdem sich die Sache zwischen Mitsuru und Hiro klärt, beginnt Mitsuru langsam eine Beziehung mit Kokoro einzugehen. In einem Interview mit dem Produzenten, Regisseur und Charakterdesigner der Serie stellt sich heraus, dass Mitsurus und Kokoros Beziehung nicht von Anfang an geplant war. Sie ergab sich im Verlauf der Serie, um einen Kontrast zwischen der Beziehung von Hiro und Zero Two zu geben und, wie ich vermute, es mit Ikuno bereits den Arc einer unerwiderten homosexuellen Romanze gab. Ich würde die Beziehung zwischen Mitsuru und Kokoro nicht unbedingt als Kontrast zu den Hauptfiguren bezeichnen, viel eher eine Erweiterung, denn die beiden sind das erste Liebespaar inspiriert von den beiden, welche schließlich noch um einiges weitergehen. Bei einem Stopp der Plantation in der Nähe einer alten Stadt der Menschen fand Kokoro ein Buch über das Mutterwerden. Sie hat es die ganze Zeit vor den anderen versteckt, mit Mitsuru ist sie sich aber sicher. Sie will ein Kind. Ganz ehrlich, ich habe diese Entwicklung geliebt. Wie auch bei unseren Hauptfiguren baut sich die Beziehung zwischen beiden erstaunlich natürlich auf und wird schnell intim. Sie schlafen miteinander und mit Inspiration von Zero Twos Bilderbuch über die Geschichte eines Prinzen wollen sie heiraten. Vater, so heißen die Anführer der Menschheit, kommen hinter die Sache und löschen das Gedächtnis der beiden. Aber auch danach bleibt eine Bindung, die die Forscher nicht aufheben können. Ein Kind, was Erzeugnis dieser Liebe ist. Das erste aus Liebe gezeugte Kind seit Jahren. Es verdeutlicht die Bedeutung von Zero Twos und Hiros Beziehung nur umso mehr. Auch sei hier gesagt, weil die Veränderung von Mitsuru von einem romantischen Empfinden zu einem gleichgeschlechtlichen hin zu einem Mädchen eine Diskussion rund um eine angebliche Heterosexualisierung der Figur auslöste. Es gibt bisexuelle Menschen und ich glaube, Mitsuru ist so jemand. Ikunos Gefühle auf der anderen Seite zeigen sich zum ersten Mal, wenn sie mit Ichigo einen Frank steuern möchte. Einfach nur, um herauszufinden, ob zwei Mädchen es auch könnten. Es ging nicht, aber das lag nun mal daran, dass ihre Gefühle einseitig sind. Wenn die Nines, ein weiteres Franks-Team, auf das ich gleich im Detail eingehen werde, sich später mit unseren Hauptfiguren über die Unsinnigkeit eines binären Geschlechterspektrums unterhalten, wird Ikuno wütend und schlägt den Anführer der Nines vor den Augen aller. Sie wollte vor allen zur Schau stellen, dass sie an ein binäres System angeblich glauben würde, da sie fürchtete, sie würde sonst von ihnen abgelehnt werden. Sie hat Homophobie aufgrund ihrer Ängste und der eigenen Unsicherheit verinnerlicht. Wenn sie Ichigo ihre Gefühle schließlich offenbart, zeigt sich diese zwar überrascht, aber entgegenkommt, wenn auch nicht auf romantischer Ebene. Sie möchte Ikuno und ihre Sexualität aber vollkommen unterstützen. Normalerweise wäre es in Serien dieser Art jetzt der Fall, dass unsere eine homosexuelle Nebenfigur jetzt unglücklich und ohne Partner aus der Sache rausgeht. Das Trope heißt Bury Your Gays. Zu meiner Überraschung ist es hier aber nicht der Fall. Unsere Hauptfiguren befreien später alle Kinder, die fortgeschickt und eingeschläfert wurden, nachdem sie unnütz waren. Darunter auch Naomi, die in der ersten Folge der Serie mit Hiro kein Paar bilden konnte. Lag es eventuell daran, dass auch sie anders ist? Denn Naomi und Ikuno werden zum Ende der Serie hin ein Paar und werden zu Forschern. Hier wird angedeutet, dass sie die ersten Forschungen ihrer Zeit zur Homosexualität beginnen, was ich echt cool finde. Kommen wir nun zu den Nines. Die Nines sind intersexuell. Sie können im Cockpit sowohl vorne wie hinten sitzen. Daher kommt auch ihre Ansicht, dass ein binäres Geschlechtermodell Unfug ist, da sie frei von diesen Restriktionen sind. Ich wünschte, diese Figuren würden in der Serie tiefgehender erforscht werden. Die meisten von ihnen präsentieren sich androgyner, wobei jeder entweder eine weibliche oder männliche Gender Identity annahm. Keiner von ihnen nutzt ein geschlechtsneutrales Pronomen, was irgendwie eine vertane Chance ist. Gerade weil sie in dieser Cis-Gender-Hetero-Gesellschaft, die die Welt von Darling in the Franxx ihre Figur aufzwingt, quasi wie im echten Leben, so herausstechen, wäre vielleicht ein Spin-off oder sowas mit ihnen ganz spannend. Interessant jedoch ist, dass sie Vater am treuesten sind und am stärksten eine Sexualisierung der Gesellschaft ablehnen. Wahrscheinlich aus Angst hin zurück zu einer Welt, in der sie, die keine Kinder bekommen können, unwichtig sind. Sie sind bereits Außenseiter, doch in der Welt von Darling in the Franxx sind sie cool und praktisch. Sie können im Team wild die Position tauschen, wie später auch einmal Hiro mit 9 Alpha einen Frank steuert. In unserer Gesellschaft hingegen werden intersexuelle Babys nach der Geburt bei einer Operation ins binäre Geschlechtersystem gezwungen. Deutschland ist mit seinem Gesetz bezüglich eines dritten Geschlechtseintrags eines der wenigen Länder, in denen so etwas möglich ist, wobei Deutschlands Variante rein auf Intersexuelle ausgelegt ist und daher nicht einmal Non-Binary Menschen mit einschließt, oder X-Gender, wie es in Japan genannt wird.
Die Nines sind definitiv eine für Anime-Verhältnisse clevere Umsetzung von intersexuellen Figuren. Tatsächlich werden in Anime und Manga oft geschlechtsneutrale Figuren verwendet, da gerade Androgynität in Japan eine lange Geschichte hat. Doch fällt mir kaum ein Titel ein, der auch wirklich darauf in Bezug auf Gender Identity und Expression konkret eingeht, bis auf vielleicht Astra Lost in Space. Ich sehe Fortschritte, sagen wir es so, denn trotz reicher LGBTQ+-Geschichte in Japan und einer Großzahl an queeren Figuren in Anime werden diese Themen im Grunde an sich nie besprochen. LGBT-Awareness wird immerhin erst seit ein paar Jahren ein Ding und das nicht nur in Japan. Kommen wir abschließend noch einmal zurück zu Zero Two. Zero Two zählt in der Transgender-Community als eines von vielen Anime-Vorbildern, was mich lange Zeit gewundert hat. Zuerst dachte ich, es wäre wegen ihrer anarchistischen Art, aber wo ich die Serie jetzt endlich vollständig gesehen habe, bin ich über die Parallelen erstaunt. Wie eingangs erwähnt, ist sie anders, wie die Nines eine Außenseiterin. Tatsächlich war sie ehemals ein Teil der Nines, doch da war sie nicht zufrieden. Sie fühlte sich am wohlsten in einer weiblichen Rolle, was sie anscheinend nicht immer ausleben durfte. Im Prinzip ist sie XTF, also von Intersex to Female. Wie sie anfangs von den anderen abgelehnt wird und auch ihre Beziehung zu Hiro passt perfekt in diese Metapher. Natürlich lehnt die Gruppe, die vermeintlich komplett aus hetero-cis-Menschen besteht, so etwas für sie Fremdes ab, wie unsere Gesellschaft nun mal so ist. Dass auch Hiro als hetero-cis-Mann darunter leidet, ist dabei nichts Ungewöhnliches. Letztes Jahr gab es einen Fall eines Mannes, der sich umbrachte, nachdem er dafür gemobbt wurde, eine transsexuelle Freundin zu haben. Dieser konservative Denkansatz tut niemandem gut, auch nicht denen, die damit angeblich beschützt werden sollen. Zuerst dachte ich, das könnten alles auch Zufälle sein. Zero Two muss nicht als Metapher für eine Transfrau gedacht sein. Aber es gibt einen Moment in der Serie, der es so bitter klar macht, es würde mich wundern, wenn es ein Zufall ist. Und selbst dann, Side Note, wäre es trotzdem okay zu denken, sie wäre jene Metapher, weil Death of the Author und so. Später in der Serie, wenn Kokoro sich zum ersten Mal den anderen gegenüber öffnet, was ihren Kinderwunsch angeht, äußert Zero Two ein paar simple Sätze, die doch so viel Bedeutung haben. Ich bin richtig neidisch. Hä? Neidisch? Aber worauf denn? Etwas der Welt hinterlassen. Mit meinem Körper wird es leider nicht möglich sein. Aber Zero Two... Wie wundervoll. Gender Dysphoria beschreibt das Gefühl, wenn man sich nicht in seinem Körper wohlfühlt, weil die Gender Identity nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, welches man bei der Geburt zugewiesen bekam. Es kann durch unterschiedlichste Weisen getriggert werden. Für einige Prä-Therapie-Transgender-Menschen reicht ein Blick in den Spiegel, für viele ist es aber auch etwas, was wir mit unserem heutigen Wissensstand nicht ändern können. Fruchtbarkeit nach der Therapie. Transmänner können kein Sperma abgeben und Transfrauen haben keine Regelblutung und können kein Kind bekommen. Es ist ein Gedanke, mit dem wir stets zu kämpfen haben, weil wir denken, ich werde nie eine, in Anführungszeichen, richtige Frau oder richtiger Mann sein können. Was nun mal auch von transphoben Leuten befeuert wird. Ich gebe den Cis-Gender-Zuschauern unter euch einen Rat mit. Sagt nie so etwas wie, sei froh, dass du keine Regelblutung hast, zu einer Transfrau. Selbst wenn ihr es nicht böse meint, weil klar, ich kann mir denken, dass Regelblutung eine ziemliche Bitch ist, wünschen es sich viele von uns, da es unsere Gender Identity bestätigen würde. Kleiner Funfact am Rande. Ich habe mich am selben Tag als Transgender geoutet, als die erste Folge von Darling in the Franxx kam. Es ist Zeit für ein Fazit. Darling in the Franxx hat eine sehr sexpositive und offene Herangehensweise mit dem Thema. Sex ist oft nur ein Bestandteil von schmutzigen Witzen in Anime. Selten hat es eine ernste Bedeutung und dementsprechend finde ich es schön, Darling in the Franxx als diese fast schon Antithese zu Evangelion zu haben. Während die Serie eigentlich eindeutig sogar von Eva inspiriert ist, kommt sie zu einem ganz anderen Schluss. Ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, die Serie so sehr zu mögen, wie ich es jetzt tue. Ich weiß, dass in meiner Blase eine eher negative Einstellung gegenüber der Serie existiert. Teilweise ist sie bestimmt auf falsche erste Eindrücke zurückzuführen, da die ersten Episoden bewusst so wirken sollen, als sei die Serie eine dumme, klassische Edgy-Serie, was sie aber nun mal letzten Endes nicht ist. Durch den ernsthaften Umgang mit Sex und Sexualität ist sie sogar etwas Besonderes. Gleichzeitig ist sie eindeutig moderner als Evangelion durch die Besprechung von queeren Themen. Ja, Evangelion hatte Kaworu für eine Episode. Aber Darling in the Franxx stellt das schon ein bisschen mehr mit an, auf eine wirklich positive Art und Weise. Ich schätze, positiv ist sowas wie das Leitwort hier und ich glaube, gerade jetzt könnten wir alle ein bisschen positive Energie gebrauchen, oder? Ich bin da mal raus. Ihr könnt Darling in the Franxx auf Crunchyroll sowohl im Original mit Untertiteln wie mit deutscher Synchro schauen und wenn ihr lieber Discs sammelt, kommt am 22. Juni das erste von 4 Volumes bei Kase Deutschland auf DVD und Blu-ray raus. Ich bin Mickey und man hört sich.